Heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Keine neuen Steine oder Sets, sondern unsere Mitarbeiter. Und da habe ich jemanden aus dem Team Robotik mit dabei. Ich habe jemanden aus dem Team Webshop und jemand aus der Verwaltung und der Logistik. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan. Ich bin die Jenny, hi. Grüß dich, Jenny, und schön, dass du da bist. Ja, danke. Unser erster Besucher hier im Studio ist nämlich die Jenny aus dem Team Roboter. Und ich denke mal, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für euch alle. Denn erzähl doch mal kurz, Jenny, was machst du hier denn so? Ja, hier baue ich Roboter zusammen. Ganz einfach. Also so wie Tony Stark bei Iron Man. Ja, Stück für Stück, Kabel für Kabel, Schraube für Schraube und insgesamt zum Schluss ist es ein Roboter. Das ist ja wirklich richtig abgefahren. Wie kommt man denn auf die Idee, Roboter für Klemmbausteine zu bauen? Was hast du denn vorher gemacht? Früher war ich auch in einem Bricklink-Shop tätig und habe da auch schon Roboter für ein kleineres Lager zusammengebaut und genau, wurde dann Stück für Stück rangeführt, wie so ein ganzer Roboter entsteht. Da gehört nämlich jede Menge Arbeit dazu. Das ist nicht einfach nur ein kleines Update auf hier so ein Roboter gespielt und der fängt an zu arbeiten. Da steckt nämlich jede Menge Arbeit mit drin. Ne? Ja, genau, ja. Und vielleicht habt ihr das in dem Kanal Banner-Video schon gesehen. Da machen wir eine kleine Kamerafahrt durch das Roboterlager und da seht ihr ganz, ganz viele Kisten, Boxen und Schlitten durch die Gegend fahren. Und das hat alles Jenny mit aufgebaut und die letzten Monate entwickelt. Ja, genau. Es war sehr, sehr viel, aber auch schön, wenn man dann so zum Schluss so ein ganzes Roboterlager riesengroß sieht und wie die Schlitten da so hin und her fahren. Das sieht immer so einfach aus, Ja. ne? Dass da alles so zahnradmäßig ineinander greift Ja, und dass genau. alles so klappt, wie es soll. Das ist wirklich Hut ab. Habe jetzt leider keinen auf, ich hätte ihn sonst gezogen. Danke. Und woran sitzt du aktuell? Was sind so deine Aufgaben? Was machst du gerade? Ja, aktuell, klar, schaue ich immer morgens, dass die Roboter am Laufen sind, dass die natürlich zu den einzelnen Bändern führen, dass die Bestellungen gepackt werden können. Und weiterhin für die Zukunft natürlich schauen wir, dass es einfach neue Lagerplätze gibt, also neue Lager bauen und neue Roboter dazu bauen. Das heißt, das Lager, was wir jetzt haben, ist noch gar nicht unser finales Lager, sondern das kann noch größer werden? Ich denke mal schon, natürlich. Denke auch. Und somit sind ja die nächsten Wochen und Monate Langeweile auf jeden Fall gesichert, weil Ja. davon wird keine aufkommen. Davon bin ich überzeugt. Genau. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, besser gesagt, ihr habt die Möglichkeit, ab sofort eure Fragen ans Roboter-Team direkt unten mit in die Kommentare zu packen. Schreibt da gerne @Jenny mit dazu und ich habe ab jetzt die Möglichkeit nachzufragen, alles was ums Thema Roboter nachzufragen geht. Ganz lieben Dank, Jenny, für deinen Besuch und der nächste Mitarbeiter steht schon parat. Herzlich willkommen, Stefan. Hi. Schön, dass du da bist. Und erzähl kurz, was machst du bei Snap? Was sind deine Aufgaben? Meine Aufgaben bei Snap sind Buchführung, Lohnbuchführung, Verwaltung allgemein. Ich kümmere mich um Kundenreklamationen, Kunden-E-Mails und wenn die Bestellungen wieder explodiert sind, eigentlich auch zum größten Teil momentan jetzt am Anfang kommissionieren. Also ich stehe mit unten am Band, wenn Und gerade er explodiert gebraucht eigentlich jede Woche die Bestellliste, oder? eigentlich jede Woche. Ja. Die Bestellungen, die angesammelt aufgelaufen sind, die werden gnadenlos abgearbeitet hier. Darf ich fragen, was hast du denn vorher gemacht? Weil du bist ja gar nicht mal so neu auf dem Gebiet Klemmbausteine. Ich habe angefangen bei einem Bricklink-Händler zu arbeiten, habe da meine Ausbildung zum Bürokaufmann abgeschlossen und dann immer mal wieder oder eigentlich nur mit Klemmbausteinen insgesamt zu tun gehabt. Und wie lange ist das her? Wie lange bist du schon im Klemmbaustein-Business? 12,5, 13 Jahre. Wahnsinn. Also ihr seht schon, der Kollege ist richtiger Experte hier bei Einzelsteinen. Bei mir waren es ja immer eher so Setware und fertige Sets. Und du bist wirklich Experte, was Einzelteile angeht, ne? Korrekt, ja. Du erkennst die seltenen Farben auf 1200 Meter Distanz und weißt die Einzelpreise von den Klemmbausteinen anhand des Geruchs wahrscheinlich, ja? Richtig. Und da gehört eine ganze Menge noch mit dazu, weil du beantwortest ja nicht nur E-Mails, du kümmerst dich auch mit um die Logistik, unser Hochregallager, hältst da die Ordnung mit drauf. Dann, was war so die größte Herausforderung die letzten Wochen?
Wenn du so dich zurückerinnerst, was war so An großes Highlight? An den Arbeitsprozess unten am Band, dass man sich an die Abläufe gewöhnt, weil ja alles recht neu war. Bei dem Bricklink-Händler zuvor ist ja alles zu Fuß passiert. Da sind die Kisten nicht zu dir gekommen, sondern du bist irgendwie 10.000 Kilometer durchs komplette Lager gelaufen mit deinen Kisten unterm Arm. Das ist ganz spannend. Du kennst also sozusagen die analoge Variante nur oder hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Und die letzten Monate hat sich da aber ein bisschen was getan, ne? Genau, die Kisten kommen jetzt zu dir. Du läufst denen nicht mehr entgegen. Die fahren jetzt gemütlich zu dir, du pickst da raus. Das stimmt. Ich kenne eigentlich, also bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte ja vorher wenig mit Einzelsteinen zu tun. Von daher beim Bricklink-Shop gepickt habe ich, nur mal ausnahmsweise. Aber ich kannte halt bisher nur das System, dass die Kästchen zu einem gefahren kommen und man da alles schnell rauspickt und war dann überrascht, wie langsam das dauert, wenn man da erstmal durch die halbe Halle laufen muss, um dann ein paar 2x4er Steine zu holen. Ja. Ich glaube, andersrum wäre der Effekt noch besser gewesen, hätte ich erst die lange Variante gekannt. Jetzt haben wir den Experten da für unsere Verwaltung und die Logistik. Das heißt, wenn ihr eine Frage zu dem Thema habt, dann haut die gern unten einmal mit in die Kommentare mit einem @Stefan davor und ich versuche die Frage für euch zu lösen. Ganz lieben Dank, Stefan, für die ganzen Infos und der nächste Mitarbeiter ist auch schon parat. Aus unserem Webshop haben wir hier die Christina. Herzlich willkommen. Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung ins Studio. Schön, dass du hier bist und dich auch vor die Kamera traust, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich war mutig. Das bist du wirklich. Ich habe schon verraten, du bist aus dem Team Webshop, aber was genau machst du eigentlich bei Snap? Also ich arbeite bei Snap in der IT als Softwareentwicklerin und wie du schon richtig gesagt hast, bin ich natürlich einerseits mit am Webshop dabei, den weiterzuentwickeln. Und da habe ich hauptsächlich den Teilelisten-Upload entwickelt. Das ist ein eigenes Tool. Der kam bombastisch gut an, weil ich habe gelesen, der sei unglaublich schnell und sehr leicht zu bedienen. Selbst ich würde das hinbekommen. Ja, danke Stefan. Ich war auch aufgeregt, wie das Ganze angenommen wird und das positive Feedback motiviert natürlich. Da war eine Menge von zu lesen, ne? Wirklich sehr, sehr guter Job, muss ich an der Stelle sagen. Und damit ist ja noch nicht Schluss, denn du bist ja immer noch fleißig am Programmieren. Woran bist du denn gerade am Arbeiten? Genau, also einerseits gab es natürlich viele Vorschläge von der Community, auch unser Teilelisten-Upload-Tool zu verbessern. Das war jetzt bei der Shop-Eröffnung natürlich Version 1.0 und wir haben noch viel vor. So das wichtigste Feature, was jetzt als nächstes kommen wird, ist der Export der Teilelisten. Also wenn beim Upload, wenn bestimmte Alternativen nicht gewünscht sind oder die Fehlteile, die wir nicht anbieten können, wo wir keine Alternativen haben, dann kann man die einfach exportieren. Das wird sich auch sehr, sehr oft gewünscht von Leuten, die jetzt ein bestimmtes Alternativteilchen nicht haben wollten oder manche Steine nicht verfügbar waren. Dann kann man sich die einfach auf einer Liste speichern und muss dann nicht nochmal alles separat rausschreiben. Ich denke mal, da werden sehr, sehr viele dankbar sein. Ich habe das nämlich sehr häufig schon unter den Videos gelesen, dass sich diese Funktion und das Feature gewünscht wird. Wenn man jetzt überlegt, was steht so als nächstes als Projekt bei dir an? Also die To-Do-Liste ist sehr lang bei uns in der IT. Das glaube ich. Wir haben ja nicht nur den Webshop, sondern auch interne Software-Tools, die wir entwickeln, um einfach Prozesse bei uns zu verbessern. Und ein Thema jetzt sehr aktuell ist, dass wir unsere Sets, die wir haben, die Eisenbahn-Sets, genau, die hast du auch dabei. Solche hier? Genau, dass wir die auch über unseren Webshop anbieten können. Gerade sind die ja nur über Amazon zur Verfügung und wenn wir die natürlich dann auch auf unseren Webshop anbieten können, ist das Ganze auch für uns ja, wirtschaftlicher. Ist günstiger, weil wir keine Amazon-Gebühren zu zahlen haben. Und ihr habt den Vorteil, ihr könnt eure Einzelteilbestellung auch mit Sets kombinieren. Also da toi toi toi, dass ihr die Sets auch bald bei uns auf der eigenen Webseite erwerben könnt. Und für alle, die es ganz eilig haben, kriegt ihr die Sets natürlich schon auf Amazon. Link dazu findet ihr unten mit in der Beschreibung. Jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, oder besser gesagt, ihr habt die Möglichkeit, Christina Expertenfragen zu stellen. Alles rund um den Webshop und wenn ihr da eine Frage habt, die wir noch nicht beantwortet haben, haut diese unten einmal mit in die Beschreibung mit ein @Christina mit davor und ich werde euch, oder besser gesagt, und ich werde Christina die Frage stellen und euch eine Antwort besorgen. Ganz, ganz lieben Dank auch an meine Kollegen, die sich heute alle tapfer hier vor die Kamera getraut haben. Von daher lasst da gern mal ein bisschen Liebe für in den Kommentaren, damit sie sich nochmal mit vor die Kamera trauen. Ansonsten, wie hat euch das Format gefallen? Habt ihr noch offene Fragen? Ab damit unten in die Kommentare und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Lasst euch gut gehen, bis bald. Ja.
Ey, aber warte mal, sind die zum Rollen oder drehen wir jetzt gerade was raus, ne? Wir haben noch eine Drehung. Und dann Aufpassen, dass es nicht kracht. Oh Gott. Läuft. Wir haben alles im Kasten.